wir beginnen jetzt mit der Vorbereitung mit der BMW. Es ist schon ein bisschen angefangen, ein paar Sachen sind schon abgebaut. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal darum, die Kardanwelle auszubauen, um die zu testen, ob alles passt. Und dann werden jetzt hier nach und nach Aufnahmen folgen, wahrscheinlich auch von mehreren Tagen. Also nicht wundern, wenn es vielleicht mal draußen nicht mehr so schön aussieht. Das wird jetzt ein Zusammenschnitt sein von der Vorbereitung für die BMW, für die weitergehende Reise. Und wir beginnen jetzt mal mit den wichtigsten Sachen, wie der Kardanwelle. Da muss noch ein bisschen was an der Elektrik gemacht werden. Ventile vielleicht noch überprüfen und einstellen. So ein paar Kleinigkeiten, Vorbereitung. Damit geht es jetzt los, um die BMW top vorzubereiten, damit da hoffentlich erstmal sehr lange nichts passieren wird. Wir haben jetzt hier auch schon das erste Problem entdeckt, und zwar kommt hier hinten Öl raus aus der Kardanwelle. Die läuft eigentlich trocken, da dürfte kein Öl sein. Das heißt, von meinem Hinterradantrieb ist der Simmerring undicht. Gut, dass ich es aufgemacht habe, gut, dass ich das ausbaue, sonst hätte ich das nicht bemerkt. Jetzt können wir schon mal das erste Problem ausmerzen. Das Motorrad ist 35 Jahre alt, da kann so eine Dichtung schon mal kaputt gehen. Ich hoffe, dass die in Getriebeseite, dass dort alles dicht ist. Ist ein bisschen schwer, alles das auszubauen, kompliziert. Scheinbar ist die Schraube ja auch reingedreht. Ich muss jetzt alles heiß machen. Ich hatte Angst, mir eine Dichtung kaputt zu machen, wenn ich es heiß mache, aber ist eh schon kaputt. Von dem her kann ich da jetzt mal mit dem Heißluftföhn alles ein bisschen heiß machen. Dann weiter ausbauen. Ich muss wahrscheinlich hier das Bremsseil noch lose machen, hier die Schraube noch entfernen. Und dann sollte ich, sobald die Schraube raus ist, in der Theorie den Hinterradantrieb entnehmen können. Das kann ich einfach so rausziehen. Ja, genau. Erstes Problem festgestellt, hoffentlich das letzte. So, wir haben jetzt folgendes Problem, und zwar kriege ich die Schraube nicht gelöst, obwohl ich schon richtig heiß mache. Vielleicht noch nicht heiß genug. Ich muss mich jetzt mal kurz informieren, wie ich das am besten ausbaue, auch ohne was kaputt zu machen. Ja, ein bisschen ätzend jetzt, dass die nicht aufgeht, weil viel fehlt nicht mehr, dass ich das alles ausbauen kann. Es sind, glaube ich, nur noch 2 Schrauben, und dann müsste ich eigentlich alles rausziehen können. Muss ich mich jetzt noch mal ein bisschen besser informieren. Mache jetzt noch weiter warm, habe es gerade eben noch mal probiert, hat nicht funktioniert. Das Problem ist, ich habe keine Schlagschraube, und immer wenn ich die Schraube öffnen will, drückt es den ganzen Antrieb nach oben. Da geht halt viel Kraft flöten. Das ist das Problem. Mit dem Schlagschraube wird es besser. Ich probiere es jetzt noch mal heiß zu machen. So, da kommt die Schraube jetzt raus. Man sieht auch, wie viel von dem alten Kleber da runterfällt. Das hat jetzt funktioniert mit heiß machen. Eine Seite ist jetzt weg, danach kommt noch die andere. Sehr gut. Hier haben wir den Endantrieb ausgebaut. Man sieht, da drin steht schon, das Öl ist auch echt dreckig. Das ist wahrscheinlich das alte Fett von der Kardanwelle. Deswegen war es so wichtig, die jetzt auszubauen. Alles sauber zu machen, alles zu überprüfen. Da ist auch ein Nadellager, wie ich gerade sehe. Muss man sich jetzt alles anschauen, was man alles austauschen muss. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr, das alles vorzubereiten. Das Wichtigste und das Nötigste wird natürlich gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich auch die Welle gleich rausbekomme. Okay, ich muss die ganze Schwinge ausbauen. Die Schrauben sind auch sehr fest, habe ich mir gerade ein bisschen angeschlagen mit dem Finger. Dann genau die ganze Schwinge raus, und dann kann ich die Welle endlich anschauen. Die Schwinge ist ausgebaut, ging leichter als gedacht. Die Kardanwelle ist auch ausgebaut. Schaue ich mir jetzt gleich mal in Ruhe an. Und was ich auch sehe, ist, dass da oben Silikon an dem Dichtring ist und da ein bisschen Öl drin steht. Ich weiß nicht, ob das da mal jemand so probiert hat zu flicken, dass das da undicht war, oder ob das von der Montage ist, original. Keine Ahnung, muss ich mir auch mal richtig anschauen. Schwinge ging richtig leicht raus, dann kann ich noch die
überprüfen, ob da alles passt. Also was direkt aufgefallen ist, dass dieses Gelenk hier definitiv verschlissen ist, weil eigentlich müsste ich das ganz leicht nach rechts und links drehen können. Das geht fast gar nicht. Richtig schwer und ruckartig. Definitiv kaputt. Weil es müsste eigentlich so ganz leicht gehen wie hier. Das scheint noch in Ordnung zu sein auf den ersten Blick. Das hier ist definitiv nicht mehr gut und muss getauscht werden. Ich habe jetzt folgende Überlegung oder Problem eher gesagt, denn dadurch, dass das Kreuzgelenk von der Getriebeseite defekt ist, sind natürlich die ganzen Kräfte und Schläge auf mein Ausgangslager vom Getriebe gegangen, was bei der BMW ein Problem ist. Die hat jetzt 60.000 Kilometer runter, ist natürlich noch nicht so viel, aber bei dem Getriebe kann das, gerade mit so einem defekten Kreuzgelenk, natürlich auch für einen Lagerschaden sorgen. Ich kann zwar so kein mechanisches Spiel feststellen, aber wenn ich es drehe, habe ich das Gefühl, dass es an manchen Stellen hakt und nicht so ganz sauber läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Ja, keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich werde jetzt mal Öl ablassen vom Getriebe. Einfach mal schauen, ob das Späne sind, um noch ein bisschen mehr auszuschließen. Da muss ich abwägen und überlegen, weil das Motorrad muss natürlich lang laufen, viel mitmachen jetzt. Die muss sowieso neu. Da muss ich es mir mal überlegen, was ich am besten mache. Das ist jetzt hier die Ablassschraube vom Getriebe. Man sieht, dass da so Metallstaub dran hängt. Ein paar kleine Späne vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist oder ob das schon zu viel ist. Muss ich mich mal ein bisschen drüber informieren. Das Öl ist irgendwie komisch grau, aber vielleicht ist es auch normal. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist es jetzt noch, glaube ich, nicht so schlimm. Ich bin jetzt auch mal mit so einem Magneten das Öl rein. Wird nicht scharf. Egal, auf jeden Fall kommen da immer so ein paar kleine Spänchen mit raus. Es sind auf jeden Fall Späne da. Bis zu einem gewissen Level wird es auch normal sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir noch normal ist oder nicht. Ich habe da, ja, durch die Vorgeschichte mit der Suzuki bin ich da sehr vorsichtig, was das angeht. Und natürlich mache ich mir jetzt schon Gedanken und Sorgen, dass das da drin nicht mehr alles ganz so gut aussieht. Oh Mann, ey. Was man anfasst, überall gibt's Probleme oder kommt irgendwas hervor, was dort nicht unbedingt sein sollte. Die Ablassschraube vom Endantrieb sieht soweit ganz gut aus. Da sind eigentlich keine Späne dran, vielleicht so ganz leichter Metallstaub. Die sieht gut aus, da mache ich mir wenige Gedanken wie beim Getriebe auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade mal einen Fachmann angerufen, der würde auch meine Kardan überholen, der würde den Endantrieb neu abdichten und ich habe jetzt auch mit dem gerade gesprochen und der würde auch das Getriebe kontrollieren. Das heißt, ich könnte das erstmal ausbauen, dem das geben und der kontrolliert es und wenn der dann halt von außen einen Lagerschaden feststellt, dann würde ich das halt auch überholen lassen müssen. Ist halt alles teuer, wenn ich das alles machen muss. Ich glaube, der Endantrieb muss nur abgedichtet werden, es wird nicht so teuer sein. Kardan überholen hat er gemeint 270 €, muss ich aber machen. Getriebe muss ich mir dann halt überlegen. Das Getriebe habe ich jetzt auch noch ausgebaut. War gar nicht mal so einfach. Da liegt es in seiner ganzen Pracht. Das kann dann auch ein Fachmann mal sich noch anschauen, die Lage richtig durchdrehen. Irgendjemand, der da mehr Ahnung hat als ich. Und dann passt es hoffentlich. Kupplung kann ich noch kontrollieren. Und ich hoffe, mehr muss ich hier nicht mehr auseinanderbauen, weil ich hatte nie vor, so viel von dem Motorrad abzubauen. Schon wieder fast komplett zerlegt, ey. Immer dasselbe bei mir mit den Motorrädern. Naja, jetzt noch alles kontrollieren und dann reicht es auch für heute. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen neuen Tag. Ich habe die ganzen Bauteile zum Überholen und Überprüfen jetzt eingepackt. Lade die gleich ins Auto rein, fahre in die Werkstatt. Habe ich dreckig gemacht, egal. Und dann schauen wir mal, was der dazu sagt, ob der das machen kann und wie lange das alles brauchen wird.
war jetzt bei der Werkstatt. Ich habe mich jetzt mal mit dem Auto kurz zur Seite gestellt und also er kann den Endantrieb abdichten. Er wechselt den Zimmerring am Getriebe so vorsorglich, weil wenn es halt in die Kupplung reinläuft, dann ist die Kupplung auch direkt kaputt. Nur mit der Kardanwelle kann das nicht so richtig machen. Der fragt ja jetzt mal nochmal nach, ob es jemand anderes machen kann. Wäre natürlich am aller einfachsten, weil dann kann ich es da lassen, muss nichts einschicken, rumschicken oder so. Aber passt auf jeden Fall schon mal. Endantrieb macht er wieder dicht, wechselt er aus. Getriebe hat er sich auch angeschaut. Er hat da extra so eine Vorrichtung, wo man das Getriebe draufschrauben kann, um die Lage alle zu hören. Hat sich gut angehört. Er meint, es passt, also gehe ich jetzt mal davon aus. Und dann läuft das Getriebe hoffentlich noch lang. Der Endantrieb hoffentlich danach auch, dass da einfach alles passt. Kardan dann auch noch bald machen. Ja, und dann habe ich bald meine Ruhe hoffentlich und kann mich um den anderen Kram wie die Elektronik kümmern und die ganzen Sachen. Ich melde mich jetzt hier nochmal. Es ist ein paar Tage später. Ich war gerade bei der Werkstatt, habe die Kardanwelle hier leider nicht überholt. Die bieten das nicht so an, die können das nicht so machen. Deswegen habe ich die jetzt abgeholt. Der Endantrieb ist noch dort. Und dann muss ich mir eine Firma suchen. Ich habe heute schon recht viel rumtelefoniert. Genau, dann werde ich die einschicken, überholen lassen bei einer Firma. Das wird noch mal ein paar Tage dauern, also diese Woche wird es nichts mehr. Dann irgendwann nächste Woche, Ende nächste Woche habe ich die wieder, habe hoffentlich den Rest. Dann kann ich alles wieder zusammenbauen. So, es gibt ein kleines Update und zwar wisst ihr ja, ich habe gestern meine Kardanwelle abgeholt. Um die wieder wo einzuschicken. Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Die ist jetzt auf dem Weg bei der Post. Und jetzt habe ich gerade noch mal einen Anruf von der Werkstatt bekommen. Und ja, der Endantrieb ist fertig. Der ist jetzt neu abgedichtet. Und auch die Getriebesringe sind neu, damit dort kein Öl rauskommt. Vorsorglich kann ich jetzt abholen. Da muss nur noch die Kardanwelle fertig sein. Und dann kann ich das Motorrad voll fertig zusammenbauen. Ich denke mal, jetzt ist Freitag. Ja, nächste Woche Montag, Dienstag. Dienstag, Mittwoch kommt hoffentlich schon wieder die Dings zurück. Und ja, dann wird das Motorrad nächste Woche fertig zusammengebaut sein. Dann kann ich noch ein paar Kleinigkeiten mit der Elektrik und so machen. Und wegen Gepäck schauen. Und dann, ja, kann das Motorrad schon in die Kiste rein, kann verschifft werden. Und dann kommen die wahrscheinlich auch relativ gleichzeitig an. Also Elias sein Motorrad und mein Motorrad. Dann können wir bald nach Südamerika fliegen. Leider haben wir heute ein bisschen nach den Flugpreisen geschaut. Die haben sich fast verdoppelt in den letzten 2 Wochen. Davor hätten wir noch so 500, 600 Euro gekostet und jetzt ist schon fast 1000 Euro so das Billigste. Bisschen blöd, bisschen teuer, aber mit etwas Glück wird es ja auch wieder ein bisschen billiger. Während mein Motorrad hier noch komplett zerlegt ist, weil ich noch auf die Ersatzteile warte. Die habe ich zwar schon, Endantrieb und Getriebe, aber die Kardanwelle brauche ich ja noch. Sieht es hier ziemlich traurig aus, aber ich habe jetzt ein neues Projekt und zwar möchte ich mir eine transparente Windschutzscheibe selber bauen. Das hier nehme ich als Muster, das ist die alte von der BMW, aber die ist in keinem guten Zustand mehr. An alle, die von Tag 1 dabei sind, die wissen, ich habe das bei der Suzuki damals auch probiert. Ist am nächsten Tag kaputt gegangen. Ich habe jetzt hier einen anderen Kunststoff, der soll etwas besser sein. Ich probiere es damit nochmal. So sollte das am Ende aussehen. Nur ich möchte es ein bisschen höher haben, dass der Wind noch besser abgeleitet wird. Das ist jetzt die Idee. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das hier so gut alles hinbekommen soll. Wir probieren das jetzt einfach mal irgendwie zu machen. Ja, und dann schauen wir mal, ob das klappt. Mein Plan ist jetzt, dass ich erstmal das Holz hier nehme, mir den Abstand hier ausmesse und mir eine Art Rahmen baue, wo ich dann mit dem Heißluftföhn rangehen kann und das umbiegen kann, so als Hilfe einfach. Ist jetzt der Plan. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, sonst habe ich aber keine andere Idee. Dann gucken wir mal, wie das alles gleich aussieht. So, jetzt gehen wir an die Säge. Sägen das mal ab. Ich muss meinen Kaffee noch wegpacken, damit er nicht voller Holzspäne gleich ist. Mal gucken, ob das passt, was ich hier gerade zusammen gesägt habe. Und
Der Moment kommt. Wunderbar. Passt doch perfekt. Jetzt mache ich hier einfach noch nach oben auf beide Seiten. Irgendwie. Dann habe ich schon meine Vorrichtung, um das rumzubiegen. So, wir haben alle Puzzleteile fertig. Jetzt werde ich mir aus den ganzen Hölzern einfach hier das als Rahmen zusammenschrauben. Natürlich oben und unten. Ich habe es ein bisschen länger gemacht. Ist ja egal. Muss ja einfach noch umgebogen werden. Die Abrundung und so mache ich danach alle erst. Ich mache jetzt erstmal so einen viereckigen Kasten. Ich glaube irgendwie nicht so ganz, dass es klappen wird. Wir versuchen das jetzt mal. Ich schraube alles schnell zusammen. Dann können wir mit der Heißluftpistole rangehen, probieren das alles heiß zu machen und schön gerade winklig umzubiegen. Muss alles nicht ganz so genau sein. Hauptsache, dass es irgendwie funktioniert. So, da ist der gute Rahmen. Ich bin ja sehr, sehr skeptisch, dass das alles funktioniert. Mal gucken. So sollte dann... Die Breite ist gut, die passt. Das könnte schon was werden. Ich muss das jetzt nur hinbekommen. Das Acrylglas heißt es, glaube ich, da richtig rumzubiegen. Ja, sonst kann gut werden. Bisschen Hoffnung habe ich. Ich habe jetzt die Vorbereitung abgeschlossen. Ich habe das bisschen höher gelegt, damit ich die Seiten richtig schön runterklappen kann. Oben ein bisschen beschwert. Ich lasse die Folie mal noch drauf, dass ich die Scheibe nicht beschädige. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Jetzt packe ich den Heißluftföhn aus. Ich verstehe das nicht ganz. Ich mache ja schon echt lange heiß. Weil irgendwie, also ich drücke das natürlich auch runter, aber irgendwie passiert doch nicht viel. Das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die erste Seite ist jetzt mehr oder weniger fertig. Das drückt dann auch mit der Schraube voll ran, denke ich mal. Weil viel mehr geht nicht mehr. Hier kommen auch schon überall diese Bläschen raus, weil es zu heiß wird. Ich denke, okay, ein bisschen muss ich hier vielleicht noch nacharbeiten. Aber das ist fast fertig, die erste Seite. Das braucht viel länger als gedacht. Das muss richtig heiß werden. Ich dachte, das geht einfacher. Ist auch noch nicht fertig. Ich sehe es gerade jetzt, wo es abkühlt. Das biegt sich auch wieder leicht zurück. Ich muss hier noch mal ein bisschen ran. Dann die andere Seite, aber braucht echt ewig. Hier ist es jetzt. Es ist noch nicht perfekt. Die sind noch nicht ganz gut rumgebogen. Aber irgendwie hat es gerade ein paar Mal geknackst. Hier wurde es mir auch viel zu heiß. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Ich kann das auch am Ende dann miteinander verschrauben und dann nochmal mit Hitze ein bisschen rangehen, dass die Spannung rausgeht. Ich denke, das klappt schon irgendwie. Dann haben wir jetzt, ich denke mal, den groben Teil fertig. Boah, scheiße. Boah, der wurde ganz schön heiß, der Koffer. Ja, kurz abkühlen lassen, dann geht's weiter. Ich habe mir jetzt hier so eine kleine Vorrichtung gebaut. Mit Schraubzwingen das alles weggemacht. Ich werde das jetzt einfach hier wieder heiß machen. Dann sollte die Spannung rausgehen. Ich habe das hier alles im Winkel. Und vielleicht kriege ich dann noch so eine schöne Kurve rein, wie bei dem originalen Windschild. Um hier noch eine schönere Wölbung reinzubekommen, habe ich jetzt hier einfach so einen Stock reingeschoben. Das ist ziemlich unter Spannung. Das ist gefährlich, dass das bricht. Ich mache jetzt einfach heiß und schiebe den nach und nach dann ganz durch. Vielleicht funktioniert es ja. Das hier ist es jetzt. Das ist natürlich noch nicht perfekt. Bisschen eingedellt und so. Aber das wird schon nach und nach. Ich werde jetzt einfach das hier auch dagegen drücken. Dann die Löcher markieren, durchbohren. Dann kann ich es auch mal ans Motorrad ranschrauben und mir dann Gedanken wegen der Form und so machen. Gucken, wie es ranpasst.
Weil hier ist das natürlich schön gebogen. Bei mir wird es eine Ecke sein. Ich weiß noch nicht, ob das hier dahinter durchpasst. Muss ich mir jetzt alles gleich mal anschauen. Ich säge das jetzt hier mit der Stichsäge aus. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Mit der Feile kann man das alles noch schön anpassen. Noch die Seite und dann werde ich es wahrscheinlich gleich ans Motorrad dran schrauben. Ja, nimm dir so langsam alles Gestalt an. Sieht schon fast so ein bisschen aus wie ein Windschild. Passt noch nicht so ganz. Na klar, muss man anpassen. Aber wird schon langsam. Ich muss hier noch mehr abnehmen, da hängt es noch am Bremsflüssigkeitsbehälter. Ja, sonst. Hier werde ich es noch ärger biegen müssen wahrscheinlich, aber nimmt schon langsam Form an. Ich muss das hier noch mal ein bisschen nachbiegen. Da ist mir jetzt leider so ein Huppel entstanden. Ist jetzt halt so, kann ich nicht ändern. Ich hoffe, dass wenn ich die Schraubzwingen löse, dass das auch nicht alles verspannt ist irgendwie. Dass das dann einfach in der Form bleibt, weil der Abstand von den Löchern ist jetzt so perfekt. Dann muss ich nur noch ein bisschen schön machen und dann ist fertig. So ungefähr sieht es angeschraubt aus. Hier ist natürlich noch alles ein bisschen verbogen, muss ich noch anpassen. Ist natürlich noch viel zu groß. Ich werde mir jetzt hier noch irgendwie so eine Linie ziehen, das gut aussieht und gut ist. So, ich habe jetzt das letzte Stück abgeschnitten. So sieht die Scheibe jetzt aus, mehr oder weniger. Ich habe hier die Ecken noch alle ein bisschen rund gemacht. Ob ich die dann am Ende wirklich so nutzen kann und will, weiß ich noch nicht. So ist sie auf jeden Fall fertig. Und ja, ich denke, ich ziehe jetzt mal die Folie ab und schau mal, wie es drunter aussieht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt kommt die äußere Folie. Der Moment der Wahrheit, ob sich alles gelohnt hat oder ob ein Tag Arbeit umsonst war. Da ist die Scheibe. Auf den ersten Blick sieht doch gar nicht so schlecht aus. Klar, hier wo es so heiß wurde, sieht man es halt ein bisschen. Aber sonst eigentlich besser geworden, als ich dachte. Könnte schlimmer sein. Die bauen wir jetzt gleich mal drauf und gucken, wie es dann aussieht. So sieht es jetzt im eingebauten Zustand ein. Auch diese Einstellung funktioniert prima. Ich finde es ganz gut geworden. Sieht eigentlich gut aus. Die Frage ist halt nur, wie lang wird es halten, weil hier ist auch Spannung, ob das recht schnell reißen wird. Das wird sich dann zeigen, aber so der erste Eindruck auf den ersten Blick ist es eigentlich gut geworden. Wir haben jetzt Neuigkeiten bekommen von Elias, sein Motorrad, und zwar hat der Verschiffungstyp gemeint, der wo das alles abgewickelt hat, dass die BMW so schnell wie möglich los soll. Das heißt, wir fangen jetzt an, die zusammenzubauen. Meine Kardan ist halt noch nicht hier, aber ich kann das Getriebe schon mal einbauen, die Sachen ein bisschen vorbereiten, ein bisschen putzen. Das werde ich jetzt heute machen und dann, sobald die Kardan da ist, ist das auch voll schnell zusammengebaut. Jetzt haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Leider sehe ich jetzt hier gerade beim Vorbereiten, dass mein Rahmen hier schon ganz schön rostet. Ich schleife das gerade ein bisschen ab und dann lackiere ich da einfach drüber. Dann sollte das passen. Okay, Getriebe ist jetzt eingebaut. Ging ganz gut, nur Vergaser noch weggebaut, damit ich besser vorbeikomme. Alles super. Jetzt kann ich alles wieder so halb zusammenbauen.
so dass ich halt auch die Kardan ohne Probleme reinbekomme. Motorrad ist schon wieder sehr weit zusammengebaut, Luftfilter ist drauf, die Vergaser sind wieder alle richtig dran, ja, Getriebe ist richtig drin, Kupplungszug ist dran, alles eingesteckt. Ich habe jetzt die Schwinge vorbereitet, ich habe die Gummis ausgetauscht, weil die alten schon porös sind. Die Kardanwelle alles schön geschmiert. Jetzt setze ich das ein, baue alles zusammen. Dann mal schauen, wie leicht es wird, weil hier ist ja auch ein Fest- und ein Loslager. Das muss man das Spiel einstellen und so. Aber ich denke, wenn ich die Werte vom Handbuch nehme, würde es alles passen. Die Schwierigkeit bei der Schwinge ist, dass die nicht zentriert ist. Das heißt, man muss selber das Spiel nach rechts und links einstellen. Ich werde es jetzt einfach mit Fühler lernen, so lange rumprobieren, bis ich rechts und links dasselbe Spiel habe. Und dann werde ich die festziehen. Die Schwinge ist drin, die ist ausgerichtet, exakt alles genau und sogar mit dem Drehmoment alles angezogen. Das wird das Motorrad nie wiedersehen, Drehmoment. Aber das passt jetzt, ich hoffe, ich muss die nie wieder wegbauen. Jetzt die Kardan noch richtig anziehen, das ist auch ein bisschen ein Gefummel. Endantrieb dran, das wird auch noch mal ein bisschen blöd mit dem Lagerspiel und allem. Schön eingefettet alles. Ja, es wird langsam. Sieht zwar noch nicht so ganz zusammengebaut aus, aber langsam wird's. Endlich ist der Endantrieb dran. Das hat mich mindestens eine Stunde gedauert mit der Verzahnung da. Hat unendlich lang gebraucht. Endlich ist drin. Jetzt noch Lagerspiel einstellen. Das wird die nächste Hürde. Aber Schritt für Schritt wird das Motorrad fertiggestellt. So, endlich ist alles wieder zusammen. Also nicht alles, aber der ganze Endantrieb, Schwinge, Kardan. Ist alles fest, ist alles fertig. Jetzt dreht sich der Reifen auch wieder richtig, hört sich alles gut an. Ja, das Schwerste ist geschafft, hat auch echt lang gebraucht, war auch echt anstrengend. Jetzt kommt noch so Elektrik-Sach, die Batterie und der Batteriekasten muss noch rein. So ein paar Kleinigkeiten kommen jetzt noch, aber das Schwierigste ist fertig. Jetzt kommen wir zu den Paketen, die auch kamen, und zwar sind hier Koffer, weil die sind ein bisschen, ja, nicht so geeignet, weil ich kann oben nichts auf die Koffer draufpacken. Das sind genau die gleichen, die auch der Elias hat. Die haben sich schon bewährt. Da werde ich mir dann nur noch selber eine Halterung bauen, damit ich die auch recht schnell vom Rahmen hinten weg und auch wieder hinmachen kann. Genau, das war jetzt noch da, kommen andere Koffer noch ran. So, heute ist jetzt der letzte Tag, denke ich, wo wir an dem Motorrad arbeiten. Heute kommt die Elektrik dran. Ich hatte jetzt die Idee, dass ich hier so ein Holzbrett ranschraube, wo ich die ganzen Anzeigen, die Ladesteckdosen und die Schalter ran mache. So ist die Idee. Das probieren wir jetzt mal aus, ob wir das hinbekommen. Ja, dann ist schön, wie wenn ich das überall so rumhängen habe. Versuche ich das jetzt hier einmal so schön zu machen. Und ja, wenn es klappt, dann seht ihr gleich eine Aufnahme, wo das hier fertig alles dran gebaut ist. So sieht jetzt meine Elektronik aus. Da muss ich nur noch befestigen an der Seite. So ist das alles. Hier ist die Öltemperatur. Hier sind zwei verschiedene Temperaturen, Uhrzeit, Spannungsanzeige und hier eine Ladesteckdose. Funktioniert auch alles, ist angeschlossen, ist verkabelt. Der Schalter hier ist vorverkabelt. Da will ich dann wahrscheinlich meinen Lüfter ranbauen. Und genau, so ist das alles. Mein Koffer kam auch und die Sachen für die Befestigung. Da habe ich mir was überlegt. Da werde ich mir selber was bauen. Und zwar kommt hier so ein Alu-U-Stahl hin, habe ich mir gedacht, den werde ich an den Koffer rannieten, dass das hier nirgends mehr hin kann. Und von oben habe ich hier so eine U-Schraube, ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Und dann habe ich hier Flügelmuttern und so drehe ich es einfach fest. Dann habe ich hier links und rechts jeweils so eine Befestigung. Das sind dann 4 Schrauben, die kann ich einfach wegschrauben und ich kann den Koffer entnehmen. Muss ich jetzt alles anzeichnen, bohren, machen. Und dann habe ich hier ein super festes Koffersystem, was auch abnehmbar ist. Leider war der U-Stahl hier zu klein, dass ich das vernieten kann. Deshalb habe ich mir aus so einem Rohr hier selber einen U-Stahl angefertigt, wo hier länger ist, damit ich das hier schön vernieten kann, das da aufliegt. Da bohren wir jetzt die Löcher und vernieten das.
Der erste Koffer ist fertig, funktioniert prima. Ich habe es jetzt so vernietet. Und hier habe ich noch Isolierband rumgemacht. Dann ist es ganz simpel. Man hängt es einfach ein. Zack. Macht den Winkel oder diese Schraube hier rein. Schraubt die mit den Flügelmuttern fest. Dazwischen ist noch dieses Stück hier. Fertig. Das ist in einer Minute ran und hin und wieder weggebaut. Super System. Funktioniert genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich hoffe, dass es auch das ganze Gewicht halt aushalten wird. Ich habe schon mal so ein bisschen rumgespielt, wie man dann packen kann. Wie es wirklich wird, weiß ich natürlich noch nicht. Ist auf jeden Fall nicht optimal. Fakt ist, es wird wieder brutal überladen sein. Und der Ständer ist ja auch so schlecht zum Ausklappen. Deswegen habe ich mir überlegt, hier mit so einer Schnur einen Mechanismus zu bauen, damit man da besser absteigen kann. Ist nur ein Prototyp. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas baue. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir werden jetzt heute die Ventile einstellen. Das ist die letzte Sache, die ich hier noch mache. Ich weiß nicht, ob der jemals unten war oder wann der zuletzt unten war. Aber der ist bombenfest. Ja, wahrscheinlich ist die Dichtung da drin so alt und die klebt jetzt so fest. Aber ich sehe nur eine Schraube. Die habe ich weg, sonst ist da nichts mehr. Ja, ich werde schon irgendwie abbekommen. Moment mal. Aha, da ist noch eine Mutter. Sonst noch irgendwo? Da ist noch eine Mutter. Okay, das war der Fehler. Ich habe dann zum Glück noch nicht so viel rumprobiert und rumgehebelt, weil ich da sehr vorsichtig war. Jetzt noch die zwei Muttern öffnen und dann können wir den Ventildeckel abnehmen. So, der Deckel ist unten. Sieht sehr interessant aus. Man hat hier ein Schauloch im Motor. Und jetzt muss ich den Motor noch auf OT drehen, bis beide Ventile hier locker sind und sich wackeln lassen. Dann kann ich mit meiner Fühlerlehre drunter fahren, Ventile einstellen und hoffen, dass alles passt. Wenn nicht, stelle ich es ein bisschen nach. Dasselbe System dann noch auf der anderen Seite. Super simpel hier, super leicht, kommt sehr gut ran. Ja, ist gleich erledigt. Was mir gerade aufgefallen ist, in diesen Teilen steht immer das Baujahr drin. Und das hier ist entweder von 96 oder 2006, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, der Ventildeckel wurde definitiv schon mal getauscht. Warum auch immer. Egal. Jetzt in OT drehen und einstellen. Bin jetzt endlich im OT. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Jetzt lassen sich auf jeden Fall beide Ventile bewegen. Jetzt holen wir die Fühlerlehre raus. Kontrollieren das alles. So, hier steht Einlass 0,1 mm, Auslass 0,2 mm. Hier ist der Einlass, hier ist der Auslass. Das testen wir jetzt. Ich habe es jetzt gerade mal kontrolliert und die sind auf jeden Fall, ist das Spiel zu gering. Die sind zu eng. Der Seite ist so, dass Auslass passt, aber Einlass zu eng ist. Das heißt, wir passen das an. Das hier lassen wir. Dasselbe nochmal auf der anderen Seite und fertig. So, wir haben es jetzt beim Auslassventil eingestellt. Hier haben wir die 0,2 und rutscht richtig gut rein. Hier haben wir die 0,25 und die geht halt nicht mehr rein oder vielleicht mit ganz viel Gewalt. Das heißt, wir haben hier ein optimales Ventilspiel. Passt perfekt. Ja, mit viel Gewalt geht's rein, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. 0,2 geht prima rein, rutscht gut. 0,25 ist schon wieder zu eng. Das passt. Das machen wir jetzt bei allen 4 Ventilen. Stellen das überall optimal ein und gut ist. Ventile sind alle eingestellt. Ich mache jetzt noch die Dichtflächen sauber, baue das zusammen und dann ist es fertig. So ist das Motorrad jetzt endgültig vorbereitet. Ja, alles erledigt, alles gemacht, passt. So, jetzt sind beide Seiten wieder komplett zusammengebaut. Die Zündkerzen habe ich auch noch getauscht, weil
Ja, man sieht's. Die ist da oben schon ganz schön verbogen. Die hat, glaube ich, schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Deswegen die einfach noch auf beiden Seiten ausgetauscht. Jetzt können wir mal einen Start machen. Einen Probestart. Okay, wir sind im Leerlauf. Choke ziehen. Und läuft. Klingt auf den ersten Blick auch alles gut. Also ohne Scheiß. Die klingt viel besser als davor. Ihr werdet gleich eine Aufnahme sehen. Ich habe gestern eine kleine Probefahrt gemacht. Da habe ich auch den Geräusch vom Motor gefilmt. Und da werdet ihr gleich auch den Unterschied hören. Na toll, meine Schnur ist geschwollen. Egal. Passt. Alles klingt gut. Wunderbar. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Probefahrt gemacht. Mit den Koffern dran, alles rangebaut. Funktioniert alles, hält alles, da scheppert nichts. Nur der Motor rattert und macht, aber ich denke einfach mal, dass es normal ist. Anzeigen funktionieren. Ich habe jetzt 83 Grad Öl. Passt alles. Alles wunderbar. Ich hoffe halt, dass es normal ist, dass ja, ein Boxermotor so klingt. Ich habe keine Ahnung. Ist ja alles neu. Aber es scheint alles zu funktionieren. Es ist alles fertig. Und so ist das Motorrad bereit für Schiff zu werden.